Hallo zusammen, ich bin Adel und ich wohne in meinem Camper zurzeit in Griechenland und nehme euch jetzt mit zu einem wunderschönen Strand. Ich bin jetzt hier schon eine Stunde gewandert. Ja, da kommt man auch sehr schwierig hin. Also es ist auf jeden Fall ein sehr einsamer Strand und heute sind es 23 Grad. Windig, aber hier auf der Seite geht's. Ich möchte heute über Iboga reden, was das ist und ja, warum ich darüber reden möchte überhaupt. Klar, ich habe in meinem Leben einiges gemacht für meine Heilung. Ich habe diesen Weg eingeschlagen. Es gibt natürlich das Universum bietet eine Fülle an Heilmethoden, alternativ oder nicht alternativ. Ja, jeder kann für sich das rauspicken, was für ihn passt. Und ich wurde dahin geführt. So kann man es sagen. Und ich habe ja im letzten Video über Ayahuasca gesprochen. Das habe ich das ist so auch ein sehr starkes Heilmittel, Naturheilmittel, das man mit einem Schamanen in Peru machen kann. Ja, ich habe da alte Videos von mir eingeblendet und die wundervolle Natur und den Dschungel. Ja, hier habe ich leider jetzt nichts, kein Videomaterial, weil ich habe das Iboga in Holland genommen, einfach in einem Haus, also unspektakulärer. Ja, warum? Oder wie bin ich da hingeführt worden? Also meine damalige Freundin hat mir das öfters gesagt. Ja, nimm doch mal. Ne, also immer wieder. Ne? Und irgendwann habe ich es genommen. Ich weiß nicht, warum sie meinte, ich müsste das nehmen. Also wir haben uns oft gestritten. Und, ach nee, ist ja gerade meine zwei Hunde, auf die muss ich auch noch achten. Die laufen gerade vor mir. Ja, also ich habe mich dann mit Iboga befasst. Nicht vergleichbar mit Ayahuasca, komplett nicht. Das ist keine psychoaktive Substanz, obwohl kann ein bisschen psychoaktiv wirken. Aber nicht so, also man nimmt es nicht zum Spaß. Ne? Es ist noch schlimmer, sage ich mal, als Ayahuasca, also ekelhafter und kotzt auch, oder sollte man auch von kotzen. Also so lange davon nehmen, dass man kotzt. Dann wirkt es richtig. Und ich habe das 2 Nächte durchgenommen, quasi. Also mit einer Pause über Tag. Also das Iboga, was ist das? Also das wird in Afrika ja, genommen, beziehungsweise das wächst. In Afrika ist ein Baum und das Iboga ist quasi die Rinde von diesem Baum. Pulverisiert nimmt man das dann ein. Es gibt es in Kapselform oder auch pulverisiert. Ist natürlich illegal wie alles andere, was heilsam ist oder uns hilft in unserer inneren Befreiung. Also deshalb habe ich das ja in Holland genommen und ja, ich habe mich damit befasst und die meisten nehmen das quasi, um zum Beispiel Heroinabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit oder Drogenabhängigkeiten, kann man so sagen, zu lösen. Zigaretten, Rauchen. Also das sind richtige Abhängigkeiten, von denen manche Leute nicht loskommen und auch sehr darunter leiden können. Und da empfiehlt sich, Iboga zu nehmen. Heroinabhängigkeit, sagt man, zu 90% nach einer oder nach 2 Zeremonien, ich weiß nicht, also also wenn du 2-mal genommen hast, ein Wochenende, dann hast du zu 90% Erfolgsquote und
kommst von der Abhängigkeit los, von der Heroinabhängigkeit. Und bei den anderen ist es, denke ich, einfacher noch. Ja, nach meinen letzten 2 Videos, wo ich über psychoaktive Substanzen und ja, meine Drogenerfahrung quasi erzählt habe, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin quasi, der Mensch, der ich jetzt bin, das wahre Selbst, das ich leben möchte, in Frieden, Freiheit, in Glück, in ja, dem Herzen folgen, selbstbewusst, in Selbstliebe. Diese Substanzen haben mir auch sehr dabei geholfen. Wahrscheinlich einen großen Anteil gehabt. Ohne diese jetzt verherrlichen zu wollen, ja. Also für mich hat es perfekt gepasst. Also für mich war es herrlich. Für andere kann es sein, dass es nicht passt. Je nach Bewusstseinsstand und je nachdem, welche Erfahrung du im Leben machen sollst. So. Es lohnt sich auf jeden Fall, über den Tellerrand mal zu schauen und nicht immer das zu glauben, was so die Gesellschaft uns sagen möchte, beziehungsweise was uns gelehrt wird, sondern selber deine eigene Meinung machen, und die kann man nur bilden, wenn man es ausprobiert. Wer es nicht erfährt, kann es nicht bewerten. Ja. Also, ich habe mich dann mit Iboga beschäftigt und habe mir dann gedacht, ja, man kann Abhängigkeiten davon lösen. Alle Abhängigkeiten, egal welche. Sogar emotionale Abhängigkeiten oder Verstrickungen, energetische, mit Menschen, in der Familie oder auch, ja. Also das steht selten da in der Beschreibung, aber ich habe mir gedacht, ja, das nehmen die Jungs von einem Indianerstamm in Afrika, wenn sie in die Pubertät kommen, um frei zu werden, um Mann zu werden quasi. Das ist eine männliche Energie, und die nehmen das einfach ja, das ist einfach eine Konvention, kann man sagen, von denen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm. Ich war ja schon, wie alt war ich da? 41 oder so. Quasi, oder 40, glaube ich. Da war ich, ja, also vor 4 Jahren quasi. Gotti, nicht so weit. Komm mal hier. Ich muss ihn immer wieder ermahnen. Mein Freund. Nicht so weit, ne? Wundervolle Natur hier. Okay, also. Wo war ich jetzt? Ja, beim Mann werden quasi. Und mit 40 war ich immer noch nicht wirklich ein Mann, kann man sagen. Ich war nicht selbstbewusst. Ich war emotional abhängig von meiner Freundin und von meiner Mutter und von meinem Vater und von anderen. Egal, Familie, Beruf. Ich habe irgendwann entschlossen, ich werde es nehmen und ausprobieren und gucken, was kommt. Also es war so ein Ruf in mir, das zu probieren. Wenn der Ruf kommt, dann merkst du das. Und in der Zeit hatte ich auch mit allen Menschen quasi, kann man sagen, Freunde, Familie, Beruf, Stress. Immer wieder Streitigkeiten, Konfrontationen, Konflikte. Und alle Menschen wollten sich irgendwie immer wieder in mein Leben einmischen. Und ich konnte mich nicht gut genug davon abgrenzen. Ja?
Oh, mein Arm fällt gleich ab, deshalb muss ich kurz wechseln. Und das hat mich am meisten genervt. Und dann habe ich mir die Intention genommen, dass ich mich unabhängig machen möchte von allem. So, dann habe ich den ganzen Abend recherchiert, dann habe ich es doch nicht gebucht, habe da was gefunden, habe nicht gebucht, bin ins Bett gegangen, bin aufgewacht in der Nacht, mitten in der Nacht bin ich nochmal aufgestanden, habe mir das angeschaut nochmal, habe mir die ganzen Rezensionen darüber gelesen, bei der Frau, bei der ich das genommen habe, die das angeboten hat. Und dann habe ich mich entschieden, das zu buchen, in der Nacht. Mit der Entscheidung hat es angefangen zu wirken. Beziehungsweise mit der Entscheidung, also die Entscheidung hat mich schon danach in einer Vision gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich kriege so gut wie nie Visionen oder Träume, selten. Und das war eine ganz klare Vision. Nachdem ich das gebucht habe, bin ich nochmal ins Bett gegangen, habe geschlafen und habe ein Bild gekriegt. Mit einer Schlange, so eine Papierschlange, so eine ganz dünne Papierschlange. Also wie Papier, ne? Also keine echte Schlange. Die war so gebastelt oder so. Und die kam so auf mich zu. Und ich so, hä? Und auf einmal nehme ich eine Schere und schneide die durch. Ja, das ist wie eine Nabelschnur abzutrennen. Verbindungen mit Menschen, energetisch. Verstrickungen nennt man das auch. Und dann ein paar Wochen später bin ich dann nach Holland gefahren und habe das dann da, ja, war ich 2 Tage da. Die Frau hat sich sehr gut um mich gekümmert. Da war noch eine andere Frau, also die hat quasi uns beide betreut. Und ja, also die hat das gelernt, ne? Also die war selbst in Afrika und wurde da initiiert und ja, hat dann auch so ein Ritual daraus gemacht. Und dann, ja, tagsüber haben wir uns erstmal kennengelernt und so und dann langsam angefangen. Und die hat dann abends, ja, wir lagen dann, hatten jeder ein Bett, es war dunkel, Kerzenschein, Musik, also afrikanische Musik quasi von dem Stamm. Und dann immer wieder das Zeug genommen, in Kapselform am Anfang und danach hatte sie das nicht mehr, dann gab es das pur auf dem Löffel. Das war ziemlich bitter, sehr ekelhaft und trocken. Also man muss das schnell mit Wasser nachkippen, richtig ekelhaft. Und ich habe das jede Stunde genommen und quasi mit einem Glas Wasser dann wieder hingelegt, 1 Stunde gewartet, Augen zu, gemeditiert oder gewartet einfach. Und dann habe ich danach wieder einen Löffel genommen und dann immer wieder. Und bis es nicht mehr passte, also nach ein paar Stunden, also ich weiß nicht wie oft, 5-mal wahrscheinlich, da stand mir das bis hier. Ich konnte es nicht mehr trinken. Ne? Ich musste nochmal rein, wieder hingelegt. Beim Legen konnte ich das halten. Ne? Aber sobald ich dann nach der Stunde dann aufrecht kam, habe ich gekotzt. Und ja, sie meinte, das ist gut, wenn man kotzt, dann löste da was. Ja, okay, wenn sie meint, dann habe ich das weitergemacht. Nach dem Kotzen ging es weiter. Wieder 1 Stunde später wieder gekotzt. Ich habe dann bestimmt nochmal so 3-4 Mal genommen, bis ich wirklich nicht mehr konnte. Und das Gleiche habe ich am nächsten Abend nochmal gemacht. Ja, was habe ich bemerkt während der Zeremonie? Also es ist sehr unterschiedlich bei allen Menschen, je nach Intention vielleicht sogar.
Sie selber hatte nie Visionen, also vielleicht mal so ein Lichtblitz oder so, aber an sich hat sie nie was gemerkt, obwohl die halt das auch schon öfters genommen hatte. Bei mir kamen Bilder. Ich bin ja normalerweise, ich kriege keine Bilder. Also, aber da habe ich kristallklare Bilder vor meinem inneren Auge gehabt, im Bund. Und zwar flogen immer Köpfe an mir vorbei. Immer so von meiner Mutter, von meinem Stiefvater, von meinem Bruder, von meiner Schwägerin, von verschiedenen Leuten. Mein leiblichen Vater aus Ägypten, der war da zu der Zeit schon tot. Das war der Einzige, der in Schwarz-Weiß an mir vorbeiflog, komischerweise. Aber ich kannte ihn auch zuletzt noch von diesen Schwarz-Weiß-Fotos. Vielleicht deshalb. Und dann sah ich mich als kleines Kind und mein Bruder bei mir. Und das war richtig schön. Also ganz klar, wirklich so klar, noch klarer als Fernsehen. Wie echt quasi. Flogen die Köpfe an mir vorbei, immer die ganze Zeit. Und das zeigte mir, dass ich die Verstrickungen mit diesen Menschen, mit dieser Zeremonie quasi gelöst habe. Dass das da wirkt. Das war die Bestätigung für mich. Okay, wow, ich war happy. Ich fand das cool. Ich konnte, oder ich kann nicht so gut visualisieren. Und dann habe ich mir auch noch aus Spaß mal Bart Simpson vorgestellt. Und dann kam Bart Simpson. Das war echt lustig, ey. Ja, ich bin angekommen am Strand. Ja, das ist ein Stück Paradies, würde ich sagen. Hier gibt es wohl nicht viel Schatten, muss ich sagen. Aber heute brauche ich das nicht. Ich möchte ja hier sein. Herrlich, oder? Herrlich. Deshalb bin ich hier. Ja, ich bin jetzt hier am Ende von dem schönen Abschnitt hier. Herrlich, oder? Das ist ein Kieselstrand, deshalb ist das Wasser so schön hell, blau. Und meine Hunde mögen das auch. Gordy, Buddy, ja, genießen das genauso. Ja, ich setze mich jetzt mal hier hin. Wow. Also. Ja. Vielleicht ein bisschen zu laut mit dem Wind. Ich denke, ich gehe mal an einen Baum. Ja, also. Als kleines Kind habe ich mich noch gesehen. Ja, das Universum macht immer Späßchen mit mir. Das sah aus wie so ein Comic. Ich bin gerannt, also wie Roadrunner, kann man sagen. Die Füße so wie Roadrunner. Mimi. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es hat das irgendwie aufgelockert. Es war insgesamt ja schon anstrengend. Es war das Härteste, was ich bisher für mich gemacht habe. Krasser als Ayahuasca. Weil das Kotzen war einfach ekelhafter. Beim Ayahuasca ist das so ein erlösendes Kotzen, wo sich Blockaden lösen. Und da war es einfach Kotzen, weil es einfach ekelhaft war. Also, und danach ging es ja weiter. Ne? Ja. Was hat das jetzt in mir bewirkt? Also ich kann sagen, bevor ich das genommen habe, ist es nochmal ziemlich in meinem Umfeld eskaliert. Um mir nochmal zu bestätigen, jetzt ist es Zeit, damit ich eine ganz starke Intention habe,
mich davon zu befreien. Und danach habe ich das natürlich nicht sofort bemerkt, ne, dass ich mich verändert habe. Das ist nicht von heute auf morgen. Die Veränderung kommt langsam. Über mehrere Monate habe ich dann aber festgestellt, also wow, ich hatte, ich setze mich mal eben. Ja, so, jetzt sitze ich. Also ich habe daraufhin meinen Job gekündigt und Job gewechselt, neuen Job bekommen, meiner Wahl, quasi den ich haben wollte, mein Wunschjob, und bin dann mit dem blauen Auge sogar ins Vorstellungsgespräch gegangen, weil ich von einem Kotzen blaues Auge bekommen habe. Also so schlimm war das Kotzen. Und den habe ich auch mit blauem Auge bekommen. Ja, danach ist mir aufgefallen, dass mir die Streitereien nicht so wehgetan haben. Vor allem mit meiner Freundin. Am Anfang war ich sehr, sehr stark emotional abhängig. Ich war Hals über Kopf in sie verliebt. Und das hat mich so sehr, ja, da habe ich sehr drunter gelitten, wenn wir uns gestritten haben. Weil wir dann fast immer auseinander waren. Und da plötzlich war das nicht mehr. Und dann, ja, mit meinen Eltern ist es auch eskaliert nochmal, und ich habe nochmal richtig quasi meinen Mann gestanden. Also ich habe das erste Mal wirklich auch, ja, mir was nicht sagen lassen und meine Meinung gesagt, mich abgegrenzt. Und also ich muss sagen, vorher und nachher kann es sein, dass es noch Situationen eskalieren, damit du daran wächst, weil du hast es schon in dir und das Universum schickt dir das dann, damit du dann natürlich die Erfahrung machst, dass du, ja, solche Herausforderungen meistern kannst. Und danach hat sich alles gelöst. Ich hatte ein besseres Verhältnis mit meiner Freundin. Ich war souveräner. Ich war souveräner mit meiner Familie. Manche Dinge haben mich gar nicht mehr belastet, was innerhalb der Familie war, was mir nicht anging. Davon habe ich mich befreit. Mit dem alten Job, da musste ich das erste Mal in den 10 Jahren, wo ich da war, so richtig zu mir stehen und mich abgrenzen, weil sonst hätte ich ja, doppelt so viel arbeiten müssen. Und das war die stressigste Phase in meinem Leben. Wann war das? 2019. Und ja, ich bin gereift. Ich bin selbstbewusster geworden. Und natürlich bin ich jetzt in den letzten Jahren immer selbstbewusster geworden mit anderen Sachen, die ich auch für mich gemacht habe. Aber das war ein großer, also ich sag mal, das war ein großer Meilenstein für mich in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass ich das darauf schieben kann, weil ich diese Visionen erhalten habe. Ja, und ich habe mich befreit von allem und jetzt bin ich hier. Ich zeige es noch einmal, weil es so schön ist. Ja, das ist mein Traum und den habe ich mir jetzt erfüllt. Ich habe heute einen Kommentar bekommen für ein anderes Video. Da hat mir jemand gesagt, ja, das macht sie wütend, wenn sie das sieht. Ja, also in anderen Worten gesagt, ganz kurz, ich wäre egoistisch. Ja, wie könnte ich sowas machen? Bei so viel Leid, was im Leben herrscht. Ja, natürlich, ich bin privilegiert, ja, aber die armen Kinder in Afrika und so weiter. Ne?
Also jeder spielt hier seine Rolle im Leben. Ich muss doch keine Schuldgefühle haben, wenn ich mir sowas quasi, wenn ich hier, sage ich mal, in dieser Umgebung geboren bin und diese Rolle im Spiel des Lebens angenommen habe. Ja? Vielleicht habe ich in anderen Leben andere Rollen gespielt, natürlich habe ich das, ja, die anders waren. Und jetzt habe ich die Rolle, was ich jetzt hier spiele. Und für mich macht es doch keinen Sinn, dann zu Hause zu sitzen, ja, und zu jammern und mich nicht zu verändern, nicht meinem Herzen zu folgen, weil es andere nicht dieses Privileg haben. Ja? Also ich nenne das Selbstliebe. Es ist nicht egoistisch. Ich habe natürlich das Privileg, einen guten Job, eine gute Ausbildung gehabt zu haben. Und dieses hat mich quasi unterstützt, dass ich jetzt, ohne zu arbeiten, hier sein kann. Natürlich, ich lebe von meinem Gesparten aktuell für eine gewisse Zeit und kann meiner Berufung nachgehen, und das ist diese Videos hier machen und meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit euch teilen, mit denen, die dafür offen sind, die sich selbst verändern wollen und die neugierig sind, die sich heilen wollen und sich inspirieren lassen wollen und die auch so ein Leben führen wollen. Ja, es geht in unserem Leben darum, das Leben zu genießen. Das ist der Sinn des Lebens und dahin zu kommen. Für mich ist das der Sinn des Lebens. Und für mich ist nicht der Sinn des Lebens, mich weiter versklaven zu lassen im System, ja, Dinge zu machen, die gegen meine Gesundheit gehen und ja, gegen mein Wohlbefinden, gegen mein Herzen. Ja. Nur weil andere es noch schlechter haben, soll ich dann auch leiden. Nein, es geht um die Befreiung. Je mehr Menschen sich befreien von allem und in inneren Frieden, in innere Freiheit kommen, damit unterstützen wir dem Kollektiv, weil wir alle verbunden sind. Wir sind alle verbunden. Das hat mir ja schon das Iboga gezeigt. Vor allem mit der Familie und direkten Umgebung bist du verbunden. Je mehr du dich mit dem Menschen befasst, desto stärker bist du verbunden mit dem. Ja, und wir sind alle vernetzt. Ich bin verbunden mit dem und der ist verbunden mit dem. Man sieht das ja zum Beispiel in so einem Netzwerk wie Xing. Ne? Oder wie ist das früher? Das ist so eine Business-Plattform wie Facebook. Da konntest du sehen, über 3, 4 Ecken warst du eigentlich fast mit jedem verbunden auf dieser Welt. Ja? Und so ist das auch energetisch. Wir sind ein Kollektiv. Und wenn wir immer mehr werden, die sich innerlich befreien, du musst dich noch nicht mal äußerlich befreien, dann ja, trägst du dazu bei, dass wir uns alle befreien, auch im Außen. Darum geht's. Und das ist der Weg ins goldene Zeitalter. In die 5. Dimension, wie ich das auch gerne nenne. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das habe ich schon in den letzten Videos immer wieder erwähnt und erklärt. Eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe das vorhin vergessen. Ich habe es vergessen wieder. Ich esse mal eben meinen Salat und dann, wenn es mir einfällt, rede ich nochmal drüber. Mein lecker Salat heute. Mit Orange, Avocado und ja, üblichen Salatzeug. Und dann rede ich gleich weiter. Also mir ist es eingefallen beim Salatessen. Kurz bevor ich die Zeremonie hatte an dem Wochenende, ich habe in einem Hotel in der Nähe übernachtet und dann war ich noch in einem Park morgens
um die Zeit zu überbrücken, weil wir uns dann mittags getroffen haben erst. Und in dem Park saß ich da, habe dann auf dem Handy ein bisschen geguckt, habe ein bisschen in die Natur geschaut, da war ein Teich, so ähnlich wie hier, nur nicht so schön, ein bisschen kleiner. Und ja, saß an einem so richtig schönen Baum, schönen Park, schöne Bank. Und dann, nach einer Stunde, musste ich gehen. Dann komme ich an einem Schild vorbei und da stehen dann da so, was für besondere Vögel in diesem Park sind. Von Specht und so weiter, ne? Eisvogel oder ich weiß es nicht mehr, was da alles abgebildet war. Auf jeden Fall Specht und so. Und dann dachte ich mir, hallo? Also, normalerweise kriege ich immer Zeichen, vor allem bei Zeremonien. Dann habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Also, ich wünsche mir, dass ich mindestens einen Vogel, einen besonderen Vogel hier noch sehe, bevor ich jetzt zu der Zeremonie gehe. Habe ich mir beim lieben Gott oder beim Universum gewünscht. Dann bin ich wieder zurück zu dieser Bank und schon auf dem Weg habe ich einen Buntspecht gesehen. Ja, der saß dann so, sprang dann an mir vorbei. Dann an der Bank. Auf einmal flog dann da ein Buntfasan an mir vorbei, also so flatternd ins Schilf hinein. Dann flog eine Horde Schwäne über mich her, dann noch eine Horde Gänse. Dann, also alles innerhalb von wenigen Minuten, also 5 Minuten kann man sagen. Was kam noch? Ich erinnere mich nicht mehr, aber es waren so 5 verschiedene Vögel, ganz besondere Vögel, die ich vorher in der ganzen Stunde nicht gesehen habe. Die wurden mir dann geschickt. Und das so kommuniziert der liebe Gott mit mir, ja. Und ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch manifestiert, weil der liebe Gott ist in mir. Wir sind quasi Gott. Also, ich habe hier einen Aussteiger kennengelernt, der lebt komplett im Vertrauen, ohne Geld. Jeden Tag macht er sich keine Gedanken, wie er an das Essen kommt. Er baut sich noch nicht mal was an und er lebt hier, komplett ohne Geld. Er hilft manchen Leuten, macht er so, der ist auch Schamane, so eine Art, ne? Also der hilft denen, macht eine Meditation und sowas und die geben dem was zu essen. Also er will kein Geld. Und der macht das jetzt schon 5 Jahre hier. Lebt in der Natur und ist glücklich und ist sehr angebunden. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie siehst du das so? Werden wir errettet von Jesus Christus? Oder wie ist das? Oder von, keine Ahnung wen, befreit? Und da sagt er, nee, also wir sind Gott. Also in uns ist Gott, sagt er. Da meinte ich, ja, in der Summe von uns allen, ne? Sagt er, nee, eigentlich ist jeder Gott. So, er sieht das sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde sagen, in der Summe sind wir Gott, weil in uns allen ist etwas Göttliches. Und wir sind dann verbunden. Wir sind wie ein Haufen. Und dieser Haufen ist dann Gott. Der lichtvolle Haufen. Und der Schöpfer. Und deshalb sind wir die Schöpfer unserer Realität. Ja. Und so können wir auch Dinge manifestieren mit unserer Schöpferkraft. Und ich glaube, das kommt jetzt immer mehr. In der 5. Dimension werden wir das erkennen, dass wir die Schöpfer sind unserer Realität. Und das ist meine Intention. Deshalb mache ich den Spaß ja hier, damit ich zu mir komme und ein freies Leben führen kann und dann ja, anderen Menschen dabei helfen kann, quasi mit meiner gewonnenen Zeit
kann ich anderen helfen. Ja? Und da komme ich jetzt nochmal darauf zurück, was die Frau mir vorgeworfen hat. Ja, ich wäre ja so egoistisch quasi, weil ich so privilegiert bin. Nein, in erster Linie muss ich mir selber helfen. Und dann kann ich anderen helfen, weil ich meiner Berufung dann folgen kann. Ich habe jetzt Zeit für mich und kann dann auch meine Zeit dann geben. Ich kann keinem meine Zeit geben, ja, und ihm helfen, wenn ich für mich noch nicht mal Zeit habe. Ich kann es keinen anderen gönnen, wenn ich mir nicht selbst gönne. Und so weiter und so fort. Ja, das nennt man Selbstliebe. Das habe ich in meinem ersten Video von diesen spirituellen Themen besprochen oder erzählt. Selbstliebe. Jetzt habe ich es verstanden. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das war erst vor kurzem, vor 2 Monaten. Das ist quasi mitten auf der Reise gewesen. Ja, also das war es jetzt mit der Trilogie, mit meinen Substanzen, die ich zu mir genommen habe, die mich einen Schritt nach dem anderen dahin gebracht haben, zu meinem wahren Selbst, zu vielen Selbsterkenntnissen und zur Heilung. Natürlich, also gilt das nicht für alle, ne? Du musst dahin geführt werden. Wenn du jetzt zum Beispiel dieses Video schon schaust, ist das vielleicht schon mal ein Schritt dahin. Keine Ahnung. Das ist wie so ein Samen, der dir in den Kopf gesetzt wird. So, dann lässt das wieder los und irgendwann wirst du eventuell die Möglichkeit haben, das zu nehmen. Oder kommst da in Kontakt zu. Und dann hast du dich ja dann schon weiterentwickelt. Und dann musst du natürlich für dich abwägen. Wenn du immer noch unsicher bist, dann wartest du immer noch. Und das Universum wird dir die Synchronizitäten dann bringen, bis es dann glasklar ist, dass es Zeit für dich ist. Ja? Das hast du dir dann schon als Seele ausgesucht, diese Erfahrung zu machen. So sehe ich das. Also mache ich mir auch keine Gedanken darüber, dass ich hier irgendwelchen Leuten dazu irgendwas aufdrücke, ja? Junge Kinder oder was. Jeder Mensch wird dahin geführt, wenn es so sein soll. Ja? Und wenn jemand an Alkohol krepiert, ja, dann ist das auch so. Oder an anderen Dingen krepiert. Im Verkehrsunfall zum Beispiel. Ja, da habe ich im letzten Video ja darüber erzählt. Also, das war es soweit mit der Trilogie. Viele Menschen, die damit mit dieser Wahrheit, die ich für mich gefunden habe, nicht gekommen sind, haben Abstand von meinem Kanal genommen. Aber deshalb ich weiß, ich werde damit nicht jedem Menschen gefallen. Zu 99% habt ihr davon noch nie was gehört. Ja? Und deshalb berichte ich darüber, damit ihr davon hört und keine Vorurteile davon habt. Weil die Unwissenheit, die macht diese Vorurteile. Und die meinen Kanal dann sich entfernt haben, die haben sich dieses Video natürlich nicht durchgeschaut bis zum Ende. Kriege ich sogar Kommentare oder einen Kommentar. Ja, ich habe wohl dein Video zwar nicht zu Ende geguckt, ich konnte es nicht machen, ich wurde immer wütender und bla bla, wie kannst du nur? Also normalerweise reagiere ich auf sowas nicht. Ich hatte das im Video schon gesagt. Wenn du dir das Video nicht komplett anschaust, dann brauchen wir gar nicht diskutieren, weil dann hast du es nicht verstanden, was es ist. Ja, ich habe trotzdem darauf reagiert. Aber ich habe dafür Verständnis. Wir werden indoktriniert mit Falschmeldungen, Falschinformationen auch.
Man sieht das ja auch jetzt. Vorher wurde uns immer wieder eingetrichtert, es gibt keinen Impfzwang. Dann wollten sie alle den Impfzwang oder was anderes. Wir gehen nicht in den Krieg, jetzt wollen sie alle in den Krieg und so weiter und so fort. Wir werden von vorne bis hinten belogen, bis es auch der Letzte irgendwann versteht, dass wir von vorn bis hinten halt belogen werden. Und das ist alles ein Film. Wir werden dazu gedrängt, uns selbst zu verändern. Wenn du noch nicht so weit bist und noch immer in deiner Komfortzone ganz gut auskommst, dann ist es noch nicht so weit. Aber irgendwann wirst du da rausgerissen, früher oder später. Es sei denn, du wirst krank oder was anderes. Finanziell wird es immer enger und ja, dann ist es auch für dich dann soweit, dich zu verändern. Je früher du damit anfängst, desto besser, desto einfacher für dich. Wow, ich gehe wieder in die Sonne, der Wind ist ein bisschen frisch teilweise und dann gehe ich mal baden und genieße den restlichen Tag. Meine Hoch. Na? So. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, geht aus dem Kanal. Und wenn ihr mit sowas nicht klarkommt, mit meiner Wahrheit, die ich teile, dann geht besser. Weil es kommen immer wieder solche Dinge, weil ich bin jemand, der sich nicht von abschrecken lässt, sage ich mal, nicht seine Wahrheit zu verkünden und zu teilen. Ja, aber ich glaube, wenn du schon so weit geguckt hast, dann bleibst du dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis jetzt noch dran bist. Und ich grüße dich und freue mich, ja, auf das, was kommt. Und ihr werdet dabei sein. Wir alle werden uns wieder begegnen, weil wir sind eine große Menschheitsfamilie. Ich bin davon überzeugt, ich sage das nicht nur so. Und wir werden uns wiedersehen. Also, euer Adel. Ciao.